Man könnte sagen, das Verbale ist mit dem Denken verknüpft und das Nonverbale ist mehr mit diesem Existenziellen verknüpft, also mit dem Sein verknüpft. Und diese Rückbesinnung eigentlich auf das Nonverbale, also auch das, was wir scheren mehr nonverbal als verbal. Obwohl sehr viele Wörter kommen, wird was geschert, was eigentlich nonverbal ist. Und darauf zu achten, auf dieses Nonverbale, macht das Nonverbale wie größer in deinem Leben. Es macht es wie wertvoller halt auch. Ne? Die Natur zum Beispiel, die kommuniziert nonverbal. Ne? Und wenn wir wirklich still und leer sind, ist da eine Kommunion, also ist da wie so ein Verstehen kann passieren, ein inneres Verständnis kann passieren mit der Natur. Und dasselbe kann mit Menschen passieren oder mit dem Leben. Wenn eine Leere oder eine Stille, also wenn wir uns wie zurückziehen aus dem Verbalen, also aus diesem verbalen Verstehen wollen, in dieses Seins reinfühlen vom Nonverbalen, dann passiert so eine Verschmelzung, da passiert so ein tiefes Verstehen und da wird auch so eine tiefe Sehnsucht eigentlich gestillt. Man sagt ja auch manchmal, auch mit denen verstehe ich mich blind. Ja, genau. Ne? Und da ist auch dieses Nonverbale. Und wie kann das passieren? Es hat sehr, sehr viel mit Liebe zu tun. Nonverbal ist diese Stille der Liebe, dieses Zulassen vom Fühlen, vom Empfangen. Ne? Man könnte auch sagen Empfangen. Also Empfangen von diesen ganz feinen Zeichen vom Nonverbalen. Ja, und es ist mega schön, wenn wir uns dem mehr zuwenden, weil wir oft auch das Gefühl haben im Leben, ich werde nicht verstanden, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht geliebt. Und das stimmt, weil wir uns auch nicht sehen, weil wir uns auch nicht wahrnehmen, weil wir uns nicht spüren. Und das ist aber oft so, weil wir selber, wenn wir stark in unserem Denken sind, das gar nicht mitbekommen, wie es uns wirklich geht. Oder dass vielleicht der Körper leidet, der würde vielleicht schon länger mit irgendwas Stopp machen oder uns sagen, hey, jetzt geh doch mal früher ins Bett oder jetzt ist mehr oder ist weniger oder lass doch mal den übermäßigen Sport oder mach endlich mal Sport. Na, also der Körper, der hat so viele Zeichen und der ist so oft vielleicht am Schreien oder am Rufen und wir können das gar nicht hören, weil wir diese nonverbale Kommunikation mit dem Körper wie ausblenden aus unserem Leben. Und wenn wir anfangen, uns dem Nonverbalen zu widmen, werden wir auch merken, dass wir ein tieferes Verständnis für uns bekommen. Also nicht dieses hier oben, was wir alles über uns wissen, sondern ja, wie so zu merken, oh wow, so ist das bei mir oder jetzt kann ich das verstehen, warum ich immer so bin. Und das kommt nicht aus diesem Verstehen vom Mind, sondern wirklich aus diesem, ja, aus der Stille und aus dem Wahrnehmen und Fühlen vom Körper, von meiner Energie, von meiner Lebensenergie, von der Müdigkeit, die da ist oder die Lebendigkeit, die da ist. Also das ist so eine andere Ebene, ja, die uns gleichzeitig auch mit dem Leben verbindet. Ne? Und alles, was ich so bei mir erfahre, das verbindet mich mit dem Leben und mit den anderen Menschen. Und plötzlich merke ich, was alles um mich herum passiert. Ne? Vorher ist vielleicht so eine Enge da und wenn ich in dieses Nonverbale gehe, dann höre ich, wie viel eigentlich das Leben verbal ist. Ne? Die Lautstärke von den Vögeln oder von der Natur. Ja, es gibt wie so eine stille Sprache, so eine stille Kommunikation und die ist sehr, sehr heilend und sehr erfüllend, wenn man da mit diesem offenen Sinn, aber es geht übers Fühlen und übers Denken hinaus. Aber das Fühlen ist sicher näher an dem dran als das Denken. Ja. Ne? Also durch die Gefühle kommen wir näher an diese Wahrnehmungsebene ran, von diesen Nonverbalen. Aber sie ist auch tiefer als das Fühlen. Sie ist tiefer als das Fühlen, das Nonverbale. Und
vielleicht muss man sich was so eintunen drauf, dass das Leben eigentlich nonverbal die ganze Zeit kommuniziert mit einem. Ne? Wir kommunizieren nonverbal die ganze Zeit mit dem Leben und das Leben kommuniziert. Nur wir wissen oft nicht, was wir eigentlich kommunizieren. Und das bringt so alles auch so durcheinander. Es ist so eine Spaltung eigentlich von dem, was eigentlich nonverbal rüberkommt, zu dem, was verbal rüberkommt. Und wenn diese Spaltung wie weniger wird, wird es wie so zur Einheit. Und dann kann das Nonverbale Wörter finden oder das Nonverbale kann sich ausdrücken. Und nicht andersrum das Verbale versucht, das Nonverbale auszudrücken, sondern das Nonverbale drückt sich verbal aus. Das wäre eigentlich die richtige Reihenfolge. Ansonsten leben wir immer nur in Denkprozessen und haben aber nicht diese Stille, um das Leben in uns eigentlich wahrzunehmen. Und was will mir das Leben in dem Moment, was sendet das aus? Was vibriert in uns? Was lebt in uns?